Expedition ist ja im Grunde die große Freiheit. Man ist jeden Tag woanders und steuert Destinationen an, wo man sonst gar nicht hinkommen würde. Das ist also wirklich etwas ganz Besonderes. Es wird nie langweilig. Aft is falling too tight, ist das korrekt? Mein Name ist Ulf Wolter, wir sind hier an Bord der Hanseatic Inspiration und ich bin hier der Kapitän von Anfang an. Das bedeutet seit Oktober 2019, seit der Indienststellung des Schiffes, habe auch die heiße Phase der Bauwerft hier an Bord noch mitgemacht, dann das Schiff nach Hamburg gebracht und bin hier an Bord der Hanseatic Inspiration unterwegs. Einen schönen guten Morgen, verehrte Gäste von der Brücke. Something's in the water. Mich hat die Seefahrt von Anfang an geprägt. Ich komme aus einer reinen Seefahrerfamilie. Wir fahren in 4. Generation zur See. Das bedeutet, mein Vater, Großvater, Urgroßvater, alles Seeleute, alles Kapitäne. Und die hatten ihre eigenen Schiffe, waren also Reeder und haben damit ihr Geld verdient. Ich komme von der Elbinsel Krautsand, also bin vom Wasser geprägt, vom Fluss geprägt. Man sieht die großen Schiffe vorbeifahren hinaus Richtung Nordsee, in die Welt hinaus und die andere Richtung natürlich in die große Stadt nach Hamburg. Ich bin dort groß geworden, vermutlich auch an Bord gezeugt. Das hinterlässt natürlich auch Spuren. Und bin schon vor der Schule immer mitgefahren an Bord des Schiffes meines Vaters auf einem Küstenmotorschiff, auf einem Kymo zusammen mit meiner Schwester. Und dann habe ich mein erstes Geld auch verdient an Bord dieser Schiffe. Ich bin gelernter Schiffsmechaniker, habe also eine Ausbildung gemacht, die Seefahrt von der Pike auf gelernt. Und darauf aufbauend habe ich dann Nautik studiert. Also die Seefahrt, das große Patent gemacht und das habe ich in Hamburg gemacht. Und dann ging es für mich zur See. Bin angeheuert als 3. Offizier bei einer Hamburger Containerreederei und bin dann die ersten Monate gefahren von der Westküste USA immer runter durch den Pazifik, Neuseeland, Australien, immer hin und her. Mein erstes Schiff bei Hapag-Lloyd Cruises, das war die Bremen. Dort bin ich angeheuert als 2. Offizier, musste dann meine Haare auf Maß bringen. Die Haare, die waren schon deutlich über Schulter lang, strohblond. Und da musste ich dann schweren Herzens zum Friseur und davon Abschied nehmen. Eine wunderbare Erinnerung an die Reise, eine Nautiquität, das hält ewig. Das war natürlich für mich auch eine ganz neue Welt. Passagierschifffahrt, Expeditionskreuzfahrt. Dann war ich 10 Jahre Kapitän auf der Hanseatic. Wie ich immer sage, wir haben die Welt gerockt in der Expedition von 2003 bis 2013. Und dann wollte ich mal einen kleinen Ausflug machen und habe mich beworben für die Europa 2 und war von 2013 bis 2019 auf der Europa 2 Kapitän. Aber da hat es mich dann auch tatsächlich wieder zurückgezogen in die Expedition, als ich hörte, die neue Expeditionsklasse wird aufgelegt. Taking over Jean Barré. Ich hatte Sehnsucht nach der Expedition, das bedeutet im Klartext nach Eis, nach Pinguin, nach dem Amazonas. Kein Tag ist wie der andere. Wir sind ja weltweit unterwegs. Mal haben wir einen Seetag, mal haben wir einen neuen Hafen. Aber natürlich versuche ich auch meine gewissen Routinen einzuhalten. Die hat ja jeder Mensch, zum Beispiel, dass ich einfach mal für Momente zur Ruhe komme und ganz in Ruhe meinen Schwarztee trinke. Und das mache ich hier auf der Brücke, schaue raus, habe da an der Steuerbordseite meinen Lieblingsplatz, habe meine Lieblingstasse, die mich auch seit vielen Jahren begleitet. Die ist noch von der alten Hanseatic, die hat also auch schon manche Stürme überwunden. Und wie durch ein Wunder ist der Henkel noch nicht abgebrochen und ab und zu greift sich mal jemand diese Tasse. Das ist Höchststrafe, das geht gar nicht. Also jeder hat hier seine eigene Muck, wie wir sagen, und daran wird auch nicht gerüttelt. You want to cut a little bit on the sides, or what is your plan? Wir haben hier um die 175 Besatzungsmitglieder. Das ist ja ein relativ kleines Schiff und ich kenne, ich würde mal sagen, 80% mit Namen. Wir haben auch viele Besatzungsmitglieder, die uns sehr treu sind.
Excellent, good idea. Ich lege dann mein Ohr an das Schiff, um einfach auch zu hören, wie ist die Stimmung an Bord, wie geht es einzelnen Besatzungsmitgliedern. Und die kommen auch auf einen zu, man tauscht sich aus, die erzählen manchmal auch von den Sorgen und Nöten. Das ist einfach eine der Stärken auch eines kleinen Schiffes. Wenn wir auch mal die Brücke öffnen, die Gäste kommen hier auf die Brücke und es gibt die Gelegenheit, auch sich mit denen zu unterhalten. Also der Austausch mit den Gästen ist auch immer ganz wichtig. Liebe Gäste, wir werden gleich den Hafen hier verlassen und setzen dann die Reise fort Richtung Otaru, die finale Destination dieser Reise. Es gibt natürlich auch immer noch ein paar Punkte, wo ich noch nicht war. Die möchte ich natürlich auch noch die Lücken schließen, wie ich das jetzt zum Beispiel im letzten Südsommer gemacht habe mit der Semizirkum, die Halbumrundung der Antarktis von Südamerika bis rüber nach Südneuseeland. Eine ganz spezielle, lange, tolle, interessante Reise. Ich freue mich immer über schöne Naturerlebnisse, beispielsweise wenn wir eine tolle Walsichtung haben und uns Zeit nehmen, dann vielleicht eine Dreiviertelstunde Wale hautnah beobachten können, aber natürlich auch mit der nötigen Distanz. Und da bin ich immer wieder euphorisch und begeistert. Das größte Glück für mich ist, wenn ich das Schiff sicher von A nach B bringen, mit allem, was dazugehört, die Passagiere und die Crew zu sehen, wenn alle lächelnde Gesichter haben. Heute gibt's Wasser. Das heißt, man hat eine erfolgreiche Reise hingelegt und die Gäste sind zufrieden. Und das gilt natürlich auch für die Crew, wenn die sich hier wohlfühlen an Bord. Something's in the water.